Endlich ist es soweit und ich kann euch hier bei Ron Reviewed C-Magic vorstellen. Ich kümmere mich um alle Details rund um die C-Magic Alpha Mini Wheelbase und das C-Magic GT4 Wheel. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disclaimer: Ich bedanke mich beim deutschen Distributor SimMotion, der dieses Bundle zur Verfügung gestellt hat, da ich direkt von C-Magic nicht in Sachen Testsamples und Reviewing berücksichtigt werde. Vielen Dank, lieber Jens, für die wiederholte Zusammenarbeit, die uns im deutschsprachigen Raum immens weiterhilft. Vielen Dank dafür. Dieses Bundle ist für einen Langzeittest und den Betrieb in meinem SimRacing Testcenter vorgesehen. Ihr könnt das C-Magic Portfolio und weitere Peripherie direkt in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise. Alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Doch nun kann's losgehen. Beginnen wir mit einem Überblick. C-Magic betritt nun endlich das erste Mal meinen Kanal, ist aber bereits seit 2018 im Simracing-Geschäft tätig. Über die Jahre hat C-Magic ein breites Spektrum von Wheelbases, Lenkrädern, Shiftern und Pedalen hochgezogen und sich am Direct Drive Wheelmarkt einen Namen gemacht. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Über den deutschen Webshop SimMotion könnt ihr Wheelbases und andere Peripherie ordern, klarerweise auch von anderen Mitbewerbern. In diesem Review stelle ich euch die C-Magic Alpha Mini Wheelbase vor, die Standalone inklusive Mehrwertsteuer Stand Mai 2023 mit 649 € zu Buche schlägt. Das C-Magic GT4 Wheel kostet derzeit in der 4-Pedal-Version 679 €. Achtet unbedingt auf die bei SimMotion ausgewiesenen Bundle-Angebote, da kannst du sehr viel Geld sparen. Die Alpha Mini samt GT4 Wheel kostet im Bundle beispielsweise bei SimMotion 11,49 € und somit lassen sich verglichen mit dem Standalone-Kauf um die 200 € einsparen. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Wheelbase, ein 252 Watt Netzteil, Stromkabel, das USB-Kabel und Schraubenmaterial. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Gleiches gilt auch für das GT4-Lenkrad, welches sauber verpackt und fixfertig zusammengebaut zu euch ins Haus kommt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Montage. Die C-Magic Alpha Mini Wheelbase bietet umfangreiche Montagemöglichkeiten. Seitlich kann die Base über optional erhältliche Brackets von C-Magic aufgenommen werden. Alternativ gelingt die Verschraubung mit dem Rig über die unterseitigen Gewindelöcher. Weiters kann die Base über einen Frontmount von vorne verschraubt werden, welcher das genormte Lochbild aufweist. Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, das ist die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei C-Magic um ein System, welches mit den eigenen C-Magic Lenkrädern kompatibel ist. Alternativ kann ein Quick Release geordert werden, über welchen dann Lenkräder mit dem genormten 50 oder 70 mm Lochbild an die C-Magic Wheelbase gebracht werden können. Hier gilt es aber dann, diese Drittanbieter-Lenkräder entweder direkt mit dem PC via USB oder via Bluetooth zu verbinden, wie ich dies euch erst kürzlich mit dem Cube Controls F-Core Wheel gezeigt habe. Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität von Plattform und Software. Das C-Magic-Paket ist Stand Mai 2023 uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. Ob und wann Konsolensupport bei C-Magic angeboten werden kann, das entzieht sich Stand heute meiner Kenntnis. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Über meine getesteten Anwendungen sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten im Rennstreckentest. Kapitel Nummer 6, die Power. Die C-Magic Alpha Mini Wheelbase bringt laut Hersteller ein Spitzendrehmoment von 10 Newtonmeter an die Motorachse. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die C-Magic Alpha Mini Wheelbase damit im Bereich einer Thrustmaster T818, die ebenso 10 Newtonmeter Spitzendrehmoment bereitstellt. Eine Logitech G Pro Wheelbase bietet 11 Newtonmeter, die ebenso bei mir getestete Moza Racing R9 Wheelbase entsprechend 9 Newtonmeter
und eine Fanatec CSL DD bzw. DD Pro samt Boostkit, die bringt 8 Newtonmeter an die Motorachse. Die direkten Vergleiche mit den Mitbewerbern werde ich euch in den nächsten Wochen bzw. Monaten in meinem Kanal hochladen. Kapitel Nummer 7, die Technik. Direct Drive Wheelbases, wie die hier vorgestellte SimMagic Wheelbase, unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um diese ganzen Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies auch im realen Leben im echten Motorsport der Fall ist. Im höheren Preissegment sind mittlerweile fast nur mehr Direct Drive Wheelbases am Markt vertreten und ich rate ab Preisen ab 500 € keinesfalls mehr zu anderen Lösungen als zu Direct Drive Wheelbases zu greifen. Die Kühlung der Alpha Mini Wheelbase erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Kommen wir zu Kapitel Nummer 8, die Technik, die Abmessungen und die Ausstattung der Wheelbase. Alle technischen Details, diese ganzen Abmessungen sehen wir uns am besten wieder live und direkt an der Base an. Viel Spaß damit. In der Nahaufnahme sehen wir eine sehr kompakte und relativ schwere Wheelbase, wenn ihr diese in den Händen hält. Frontseitig wie gewohnt ein Quick Release, ein sehr massiver Quick Release. Was sehen wir frontseitig noch? Hier seht ihr für die entsprechenden Pins die Kontaktflächen für die elektronische bzw. Stromübertragung direkt zum Wheel. Dann seht ihr hier frontseitig eingelassene LED, die leuchtet relativ kräftig in grün, blendet schon fast. Gebt mir einen Tipp in den Kommentaren, ob man diese deaktivieren kann. Ich habe in den Menüs nichts dazu gefunden. Was sehen wir noch an der Wheelbase? Ihr seht hier von vorne betrachtet linksseitig den USB-Anschluss auf dieser Seite und entsprechend für das Netzteil den Power-Anschluss. Rechtsseitig von vorne betrachtet kein Busanschluss. Da habt ihr ein beigepacktes USB-Kabel, das ihr bei der Ersteinrichtung mit dem GT4-Wheel verbindet und somit wird dieses Wheel mit dieser Wheelbase gepaart und im Anschluss danach bei den nächsten Neustarts der Wheelbase benötigt ihr dies nicht mehr, um dies zu pairen. Das ist nur bei der Ersteinrichtung vonnöten und hier habt ihr noch einen Safe-Anschluss für den Torque-Off-Button, den ihr optional erwerben könnt. Dementsprechend rückseitig habt ihr eine absolut cleane Base, weil jegliche Anschlüsse eben seitlich links bzw. rechts eingelassen sind. Ihr seht hier Alpha Mini Wheelbase, Modell Alpha M, Max Torque, hier Output 10 Newtonmeter. Ja, das sind so die optischen Details dieses Dings. Kommen wir zur Montagemöglichkeit. Da seht ihr dieses übliche Vierloch M8 Bild, Durchgangslöcher, Gewindelöcher, um mit dem Lochbild, das gleich wie bei SimUcube bei den Miege-Motoren am Start ist, um dieses Ding jetzt mit eurem Rig, mit Frontmount zu verbinden oder mit entsprechenden Adapter-Brackets. Auch diese Möglichkeit ist gegeben. Weitere Anschlussmöglichkeit bei SimMagic, ihr habt seitlich hier eingelassene M6-Gewinde, einmal links und einmal rechtsseitig, je 2 Stück. Da könnt ihr mit optional erhältlichen SimMagic Brackets hier an den Start gehen oder noch zusätzlich unten ein Vierloch M6 Bild mit hier Gewindebohrungen eingelassen, um ein Wheeldeck Bracket hier von unten an die Base zu gehen. Das heißt, maximale Anschlussmöglichkeit von vorne, von der Seite und von unten. So viel zu diesen Möglichkeiten. Kommen wir zu ein paar technischen Details. Schnappen wir uns jetzt diese Alpha Mini Wheelbase, die glaube ich um die 6 Kilogramm auf die Waage bringt. Lasst uns das hier jetzt schnell live checken. Wir sind hier mit dieser Wheelbase gelandet bei knapp 6,4 Kilogramm. Ihr habt bei dieser Alpha Mini Wheelbase eine Gesamtlänge, sprich inklusive Quick Release. Da sind wir bei 265 mm, das komplette Gehäuse 160 plus eben dann um die 105 mm der komplette Quick Release. Wir haben eine Breite von 110 mal 110, sprich quadratisches Design mit diesen Ausnehmungen. Der sehr massive Quick Release, da haben wir einen Durchmesser, da sind wir hier ungefähr gelandet bei knappen 65, 70 mm. Hier außenseitig
ein sehr massives Erscheinungsbild des Quick Releases gepaart mit einer sehr schlanken Wheelbase. Ihr habt ein geschlossenes Gehäuse, das sehen wir uns jetzt auch in der Nahaufnahme nochmal an. Absolut Vollmetall, hier verschraubt. Auch die stirnseitigen Abdeckungen, diese hintere Gehäusehälfte ebenso aus Vollmetall. Frontseitig der Flansch aus Vollmetall. Ihr habt hier rund um den Quick Release so eine Carbon-Applikation eingelassen. Ja, und die entsprechende LED und der Quick Release ebenso aus Vollmetall. Zum Quick Release selbst dann, das seht ihr hier, die entsprechenden Vertiefungen, wo dann die Kugeln des Lenkrads entsprechend einrasten. Da hänge ich euch ein paar Details in der Nahaufnahme mit rein. Das jetzt mal die wichtigsten Details rund um die Wheelbase. Fahren wir fort mit dem nächsten Kapitel. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, Technikabmessungen und die Ausstattung des Lenkrads. Auch hier gehen wir am besten wieder live ans Werk. Bei diesem SIMAGIC GT4 Lenkrad könnt ihr beim Kauf entscheiden, ob ihr dies in der Standardausführung, sprich mit den üblichen Shifter Pedals oder den optional erhältlichen Analog Pedals ordern könnt. Klickt das beim Bestellvorgang an. Mit einem Aufpreis von ein paar Euronen könnt ihr die analogen Pedals dazu nehmen. Beginnen wir frontseitig mit diesem SIMAGIC GT4 Lenkrad. Ihr habt ein Lenkrad, wie der Name schon sagt, im klassischen GT-Style. Gehen wir ein paar Abmessungen durch. Ihr habt einen Lenkraddurchmesser außen auf außen von 30 cm bei den Grips. In meinem Fall sogar etwas mehr, 30,5 messe ich hier außenseitig. Ihr habt eine Höhe von 90 und hier die Maxhöhe von 160 mm. Eine Tiefe bzw. Länge des kompletten Lenkrads von 85 mm und diese Encoder stehen um die 15 mm vor. Das mal die wichtigsten Abmessungen. Legen wir dieses Ding auf die Waage. Dieses GT4 Lenkrad bringt, gutes Kilo würde ich sagen, ja, 1335 Gramm auf die Waage komplett, inklusive dem Quick Release. Dieser Quick Release Adapter, der ist bereits vormontiert. Ihr bekommt dieses Ding so fix und fertig geliefert. Kommen wir zu den Auslösekräften, sprich, lasst uns dieses Ding jetzt einmal etwas durchmessen, und zwar hierher gelegt. Ihr habt mittelkräftige Shifter, die jetzt auslösen mit einer Kraft von, ich gebe euch das jetzt schnell mal durch, ja, ich würde sagen ein gutes Kilogramm, 1100 Gramm lösen diese Shifter, zeige ich das in der Kamera, um die 1100 Gramm lösen diese Shifter aus. Gehen wir noch zu den Analog Pedals hier gegen eine Feder. Ja, bis zur Endlage sind wir hier bei einem knappen Kilogramm und Ausgangsposition ab 300-400 Gramm lassen die sich gegen die Feder drücken. Welche Masse gebe ich euch noch durch? Das Schaltgeräusch. Ihr habt bei den Shifter Pedals, ich hoffe, ich bekomme das für euch auf die Cam. Da seht ihr innenseitig, schwierig das auf die Cam zu bekommen. Innenseitig über diesen Magneten innerhalb habt ihr so ein kleines Kunststoffpad. Das heißt, beim Auslassen des Shifters hier gedämmt zu dieser Metallaufnahme und beim Betätigen des Shifters habt ihr hier innenseitig, auch schwer auf die Cam zu bekommen, habt ihr hier innenseitig ebenso ein kleines Pad hier eingeklebt, um das Geräusch zu dämpfen. Wenn ihr dieses Pad hier rausnimmt, oberhalb des Magneten, dann habt ihr es etwas knackiger beim Auslassen und ihr hört dieses Ding dann auch etwas lauter. Das hört ihr jetzt hier, das ist ein deutlicher Unterschied vom Shiftergeräusch. Out of box sind diese Dämpfungen eingebracht und dann messen wir jetzt schnell mal raus, was ihr hier zu hören bekommt. Ihr habt ein, das kann ich euch jetzt schon verraten, absolut wohnzimmertaugliches Shiftergeräusch und hier aus unmittelbarer Entfernung sind wir bei ja, 67, 68 Dezibel. Ihr könnt das einordnen. Damit gehört dieses SIMAGIC GT4 Wheel zu den leisesten Shifter-Mechaniken, die ich so im Test habe oder hatte. Das APM von Fanatec auch um die 67, 68 Dezibel. Andere Schaltmechaniken, die liegen bei 75 und sehr laute bei über 80 Dezibel. Das heißt, du wirst hier bei hellhörigen Wohnungen absolut kein Problem mit deinen Nachbarn oder Mitbewohnern bekommen. So viel jetzt zu den technischen Details.
Gehen wir noch auf die Buttons ein und die Auslösekräfte. Ihr habt hier nicht diese üblichen Buttons, die ihr kennt von anderen Wheels mit so einem kurzen Klick, einem kurzen Weg, sondern ihr habt so eine Art Schalter, die ihr hier eindrückt. Das hatten wir, glaube ich, auch bei den Moser Wheels. Das ist so ein Schalter, der sich richtig im Prinzip versenken lässt. Hintergrund beleuchtet mit LEDs. Und diese Schalter, die lösen ja so mittelleicht aus. Bei um die, ja, was würde ich sagen, um die 400 Gramm lassen sich diese bedienen. Bis zum Endpunkt, ja, ein knappes halbes Kilo. Ihr habt diese 7-Wege-Switches hier. Auch die sind eher relativ knackig eingestellt mit einem knappen Kilogramm. Drücken, links, rechts, drehen, rauf, runter, links, rechts, 7 Wege eben. Und auch diese Encoder, 3 Wege, das heißt einmal drücken mit 500-600 Gramm, links, rechts drehen. Und hier vor allen Dingen das links, rechts drehen, das rastet wirklich schön knackig ein. Genauso wie bei diesem 7-Wege-Switch. Das fühlt sich haptisch sehr wertig und ordentlich an. So viel jetzt zur Mechanik, zu den Auslösekräften. Kommen wir zum Layout dieses Lenkrads. Ihr habt sehr gut erreichbare Buttons hier mit den Daumen 1, 2 und 7-Wege-Switch, ohne die Hände vom Lenkrad lösen zu müssen. Und hier unterhalb noch zusätzlich 2 Buttons und eben die erwähnten mittigen Encoder. Ja, das ist die frontseitige Ausstattung, wie gesagt Hintergrund beleuchtet. Ihr könnt hier auf diesem rückseitigen Schalter, den könnt ihr hier sehen, wenn ihr den auf Mode setzt und dann die Buttons drückt, dann wechselt ihr immer in so einer Schleife die Farben durch. Sorry, falsch gesagt, ihr müsst dieses Ding auf Set setzen und dann mit Drücken schaltet ihr diese Buttons dann in entsprechenden Farben durch. Rückseitig sehen wir die eben erwähnten Shifter, Up- and Downshift-Pedals, optional erhältliche Analog-Pedals, diesen Mode- und Set-Switch. Dann seht ihr hier nochmal eine Kontrollleuchte und hier einen USB-Anschluss. Den benötigst du, wenn du dieses Ding erstmalig mit der Wheelbase pairst. Einmal verbinden, dann wird dies in der Software abgespeichert, übernommen und im Anschluss danach kannst du dieses Kabel entfernen und benötigst dies auch nicht mehr beim Neustart. Du siehst jetzt hier nochmal den Plakettenaufkleber GT4 Steering Wheel, Modell GT4C, Diameter 12 Inch, 300 mm. Der angesprochene Quick Release passend klarerweise zur Wheelbase. Dieses Design kennen wir auch von unseren Moser oder Camus Tests bereits. Ihr seht oberseitig 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingelassene Kugeln, unterseitig 4 eingelassene Kugeln und eben passend dann zu eurer Wheelbase. Wenn jetzt hier diese Kontaktflächen auf die linke Seite zeigen von der Wheelbase, das Lenkrad entsprechend so aufsitzt, ebenso auch auf der linken Seite ausgerichtet, dann hier der Kontakt hergestellt wird, dann passt euer Lenkrad genauso drauf, dann sind eure 6 Kugeln oberseitig und die 4 Kugeln unterseitig. Und das gelingt wie gewohnt sehr einfach, das seht ihr hier nochmal, Lenkrad aufgesetzt und mit einem simplen Drücken macht es hier Klack und das Ding sitzt bombenfest auf der Base und spielfrei. Das könnt ihr hier sehen. Ich kann diese komplette 6,5 Kilo schwere Wheelbase hier über das Lenkrad, das ist ein Krafttraining, was ich hier mache für meine Unterarme, hier bewegen und selbst wenn ich hier rumwackle, Lenkrad an der Base, hier verbiegt sich nichts, du hast kein Wackeln, du hast kein Klackern. Das ist so eine Verbindung von Quick Release zu Wheelbase, die einfach ein Traum ist. In meinen Augen ohne Frickeln hier einmal ziehen, easy runtergenommen, drauf und klack und fertig. Genauso muss Quick Release sein. Das ist State of the Art. So würde ich dies bezeichnen. Eine super Lösung, dieses Quick Release System. Ja, was gibt es jetzt noch zu berichten von diesem Wheel? Kommen wir zu den Materialien. Ihr seht kunststoffüberzogene Grips, die lassen sich nicht austauschen, die sind wie sie sind. Du hast ein Kunststoffdesign, du hast eine relativ harte Shore-Härte. Du hast so ein Imitat, wie wenn diesen Lederüberzug wäre mit so einer Perforation bzw. so einer Rauheit, die eben Leder imitieren soll, aber ist absoluter Kunststoffgrip, der sich warm und, wenn du relativ schwitzige Hände hast, sehr warm anfühlt. Ja,
zu den anderen Materialien hier sehr hochwertig mit vielen Layern, eine sehr dicke Frontplatte von diesem Lenkrad. Da sind wir bei 4-5 mm ordentlich angefasst und du hast ein Vollmetallgehäuse, du hast Shifteraufnahme aus Vollmetall, du hast entsprechende Carbon-Pedals, 3 mm dick, auch hier sehr wertig ausgeführt. Da gibt es absolut nichts zu kritisieren bei diesem Lenkrad. Über die Griffflächen können wir streiten. Wenn du Handschuhfahrer bist, dann wird dir dies gänzlich egal sein. Aber der haptische Genießer, wie ich es einer bin, der vermisst hier klarerweise alternative Überzüge. So viel zum Wheel. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten reiche ich dies etwas später nach. Und so machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel Nummer 10: Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase und der komplette Quick Release bestehen aus Metall. Haptisch fühlt sich alles sehr sauber und hochmassiv an. Der Quick Release der Wheelbase ist, wie bereits erwähnt, aus Metall ausgeführt und fühlt sich ebenso sehr massiv und für so eine kompakte Wheelbase äußerst wuchtig an. Die Stecker rasten ordentlich in den Buchsen ein und das Lenkradgehäuse besteht ebenso aus Vollmetall, genauso wie die komplette Shifteraufnahme. Beim Lenkradkranz kommt als Überzug Kunststoff zum Einsatz, welcher vom Finish her einen Lederbezug imitiert. Die Buttons des Wheels unterscheiden sich von den üblichen kurz-knackig ausgeführten Buttons anderer Modelle und lassen sich wie Schalter mit einem längeren Weg bedienen. Das Einrastfeedback der 7-Wege-Drehschalter ist sehr präzise, genauso wie die Ausführung der Encoder. Die Schaltmechanik ist knackig und in der Endlage über ein eingeklipptes Kunststoffpad gedämpft, um die Geräuschemissionen zu reduzieren. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 11, die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Und somit ist diese Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit absolut keine Geräusche von sich gibt. Die Schaltmechanik ist mittelmäßig zurückhaltend, was die Geräuschkulisse angeht und damit sollte ebenso in hellhörigen Wohnungen kein Problem darstellen. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, Kapitel Nummer 12, die Optik. Die in komplett schwarz gehaltene Wheelbase wirkt sehr dezent und gleichzeitig sportlich. Der Quick Release ist sehr elegant in das Wheelbase-Design integriert. Mit den bei mir gezeigten Montagemöglichkeiten lassen sich unzählige Optionen an die Wheelbase bringen. Die Wheelbase bietet frontseitig eine Status-LED, die in grün sehr aufdringlich leuchtet. Das Lenkrad bringt eine Hintergrundbeleuchtung der Buttons mit. Auf Drehzahl-LEDs oder ein Display muss bei diesem Modell verzichtet werden. Kapitel Nummer 13, die Software. Ein Kapitel, welches wir uns wieder live ansehen werden. Installiert euch von der SimMagic Homepage den SimPro Manager bei mir in der Beta-Version. Ihr seht hier oben rechts bei diesem Zahnrad, seht ihr die Base-Information. Ich habe Firmware-Version V156, Modell Alpha Mini. Wheelbase-Status normal, Firmware-Update, da seht ihr die Current-Version, das heißt die aktuelle Version V156 und das ist zugleich die neueste Version, ebenso V156. Ihr habt hier diverse Channels, die könnt ihr umschalten, wenn ihr diverse andere Peripherie noch nutzt. Wichtig für euch bei der Erstinbetriebnahme mit dem Lenkrad, um alles verbunden zu bekommen, das Lenkrad, dieses GT4-Lenkrad einmalig mit dem beigelegten USB-Kabel zu verbinden. Dann wird dies von der Software hier erkannt und bei den nächsten Systemstarts benötigt ihr diese Kabelverbindung nicht mehr. Dann funktioniert dies alles out of box. Beginnen wir mit der Software. Ihr seht hier oben nochmal die Base erkannt mit der Version und Connected. Ihr seht den Winkel, wenn ihr jetzt am Lenkrad dreht, beziehungsweise ihr könnt hier das Lenkrad centern, das heißt zentrieren. Und gehen wir jetzt einmal die wichtigsten Settings hier durch. Ihr habt den Home-Button, automatisch erkannte Spiele, die könnt ihr direkt hier über diesen SimPro Manager starten oder manuell, genau wie ihr das wollt. Ihr seht hier die wichtigsten Infos eingeblendet. Hier Connected, ein Paket zwischen Lenkrad und einer Wheelbase. Das seht ihr hier auf den unteren Buttons nochmal genauer, und zwar bei Devices. Das ist so ein Hauptmenü, bei dem ihr diverse Sachen bedienen könnt.
Ergänzungshalber hier oben könnt ihr die Base noch in den Compatibility Mode setzen. Das heißt, wenn jetzt diverse Spiele die Wheelbase nicht erkennen sollten, dann könnt ihr auf den Compatibility Mode gehen, um hier noch erweiterte Kompatibilität an den Start zu bringen. Sollte aber bei den üblichen Renngames im Normalmode einwandfrei funktionieren. Gehen wir die Settings durch von links nach rechts. Ihr habt den Drehwinkel, bei mir jetzt mit Assetto Corsa Competizione auf 900 Grad eingestellt, beziehungsweise diverse Spiele sollten dies automatisch verwalten. Gibt es hier Probleme, dann setzt diesen runter. Oft zum Beispiel bei F1 müsst ihr hier manuell auf 360 runter. Ihr könnt dies dann in einem Profil hinterlegen. Dann habt ihr das Manual Softlock Limit beziehungsweise Softlock Strength. Wenn ihr an den Endanschlag eures Drehwinkels kommt, könnt ihr diesen auf Soft, Default oder Firm setzen. Hier unterhalb habt ihr Advanced Settings, das sind Game Effects, Effekte, die vom Spiel kommen. Und jedes Mal, wenn ihr hier über so dieses Fragezeichen fährt, dann bekommt ihr so eine Box aufgeploppt. Und das sind jetzt eben Effekte, die direkt vom Spiel kommen. Die Reibung, die Feder, Temper und Game Friction. Diese Werte könnt ihr bei Bedarf jetzt entsprechend manipulieren. Basic Settings für euch wichtig, Total Force. Hier setze ich üblicherweise Basis in diesem Kraftbereich auf 100% hoch. Das heißt, ich lasse über den Treiber maximal 10 Newtonmeter zu. Ein Smooth Level habt ihr, und zwar bedeutet dies, wie glatt gebügelt euer Force Feedback ist. Setzt ihr diesen Wert relativ weit runter, bei mir in dem Fall 2, dann setzt ihr diesen Wert auf 2 runter, dann habt ihr schärferes und ein detaillierteres Force Feedback. Im Gegenzug hast du klarerweise dann entsprechend mehr Resonanzen, die an den Rig gebracht werden. Ich empfehle hier auf jeden Fall mit diesen ganzen Werten herumzuprobieren. Diese sind jetzt die Werte, mit denen ich dann im Rennstreckentest auch unterwegs war, mit denen ich mich sehr wohl gefühlt habe. Fahrzeugbezogene Settings, Wheel Return Speed. Das heißt, wenn du jetzt diesen Wert manipulierst, sprich verändert, dann bedeutet dies, wie, sagen wir mal, wie reaktionsschnell dein Lenkrad reagiert. Hast du hier einen zu hohen Wert eingestellt, dann wirkt dies etwas zu nervös, etwas zu unnatürlich. Ich empfehle hier eher im unteren Bereich unterwegs sein. zu sein, aber auch das ist stark subjektiv bzw. geschmacksabhängig. Wheel Suspension, die Federung, wie stark gefedert sich euer Auto anfühlt. Ich bin hier in so einem mittleren Bereich unterwegs bei meinen GT-Fahrzeugen. Mechanical Spring, das heißt das Zurücksetzen bzw. die automatische Zentrierung zur Mitte, die habe ich auch relativ stark reduziert. Mechanical Damper, das heißt, wie stark diese Effekte gedämpft werden, bin ich im Bereich meistens 40% unterwegs. Mechanical Friction, auch diese Reibung, da bin ich so im Bereich 40% unterwegs. Dynamic Damper, das ist euer geschwindigkeitsabhängiger Dämpfer, das heißt, wenn die Geschwindigkeit höher wird, hast du eine stärkere Dämpfung drauf, um Oszillieren zu vermindern. Ich habe hierzu keine Probleme und im Speziellen deswegen nicht, weil du bei einer 10 Newtonmeter Base hier üblicherweise keine Probleme haben solltest mit einem zu stark schlagenden, zu stark reagierenden Lenkrad auf einer Geraden bei High Speed. Interpolation Level, das verstärkt dir diese Force Feedback Signale, wenn diese sehr schwach bzw. sehr gemindert von dem Spiel ausgegeben werden. Da haben wir hier bei Assetto Corsa Competizione im Rennstreckentest oder bei dem alten Assetto Corsa absolut keine Probleme. Ich bin hier eher in einem unteren Bereich unterwegs. Ihr könnt Profile anlegen, das seht ihr hier. Ihr habt einige voreingestellte Profile oder ihr könnt Profile importieren. Ich habe jetzt mein Profil RON ACC genannt, hier auf Save geklickt und dieses Profil entsprechend abgelegt, beziehungsweise wenn du hier auf Create New Profile gehst, kannst du dir wieder ein eigenes Profil mit einem eigenen Namen erstellen und du bist ready to go. Was sehen wir noch in der untersten Zeile? Ihr seht hier Motor, das heißt die Wheelbase Alpha Mini verbunden. Ihr seht hier das Lenkrad mit den entsprechenden Inputs, wenn ihr diese betätigt.
und diverse andere Hardware, die SIMAGIC mittlerweile auch noch an den Start gebracht hat, die ich jetzt nicht im Hause habe. Die Handbrake, dann hier CAN Bus Accessories, das ist jetzt, wenn Peripherie direkt mit diesem CAN Bus Anschluss und der Wheelbase verbunden ist, dann bekommt ihr diese hier angezeigt. Ihr habt dann die Wheel-Modelle, hier einen GT Pro Hub, auf dem ihr entsprechende Lenkradaufsätze mit diesem 70-Loch-Bild montieren und verwenden könnt. Ihr habt die FX-Wheel-Serie, ihr habt die Serie FX Pro, das ist FX plus ein eingefasstes Display. Ihr habt die GTS-Lenkrad und dann die Shifter, Head Shifter und Sequential, könnt ihr umschalten beim DS8X Shifter oder den sequentiellen Shifter, das ist der Q1S Shifter. Ich werde versuchen, diese Dinger alsbald für euch mal ins Haus zu bekommen und auch hier Reviews für euch an den Start zu bringen. Zusammengefasst das Kapitel Software, alles in meinen Augen sehr übersichtlich, sehr einfach zu bedienen, nicht überladen, nicht zu viele Regler, nicht zu wenige Regler. In meinen Augen selbsterklärend, spielt mit diesen Settings unbedingt herum, stark subjektiv die Eindrücke, auch bei meinen Kunden im Testcenter, die manchmal genauso wie ich unterwegs sein wollen oder auch ganz andere Settings präferieren. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, der Quick Release Adapter. Wollt ihr Lenkräder von Drittanbietern an die SIMAGIC Wheelbase bringen, dann könnt ihr den dazu erforderlichen Quick Release Adapter beim Kauf der Alpha Mini Wheelbase ab 79 € dazu bestellen. Über diesen ist dann der Betrieb mit alternativen Lenkradmodellen möglich, beachtet aber, dass wie bereits erwähnt die Schnittstelle von Lenkrad zu PC nicht über die Wheelbase läuft. Diverse Möglichkeiten mit USB-Kabel oder Bluetooth habe ich euch bereits mehrfach in meinem Kanal vorgestellt. Klickt auf Videos und guckt bei Bedarf nach. Kapitel Nummer 15, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Auch hier springen wir wieder live ins Rig. Viel Spaß damit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem alten Assetto Corsa auf der Nordschleife, Klassiker bei mir, Ferrari 488 GT3, auf einem SimLab X1 Pro Rig mit der Motion von SimRig SR1, einem 49 Zoll 32:9 Monitor. Was gibt es noch zu sagen? Die Forte-Pedale sind montiert, ein Rouge, ein belüfteter Rennsitz, ja, und klarerweise jetzt hier unsere SIMAGIC Alpha Mini mit diesem GT4 Lenkrad. Lasst uns jetzt diese Runde drehen miteinander und ich berichte jetzt über meine Eindrücke direkt live am Rig. Was euch bei dem Start sofort auffällt, beziehungsweise mir, ist auf den ersten Metern ein sehr direktes Ansprechverhalten und extrem feine Details. Wenn ich hier jetzt seitlich rausgehe über diese Kopfsteinpflaster, das fühle ich wunderbar durchs Lenkrad durch. Das sind so die ersten Erfahrungen, wenn man seit vielen Jahren im Simracing unterwegs ist, die du auf den ersten Metern eben spürst, was so ein Produkt abliefert oder eben nicht. Zu den Settings, ich bin mit den rauen Settings unterwegs, die wir im softwareseitigen Kapitel besprochen haben, um maximal viel rauszufühlen. Ich persönlich mag diese rauen Settings, wenig Dämpfung, viel Transparenz. Ja, es ist so eine Vorliebe, testet euch dadurch mit den Settings, das ist essentiell, um für dich dann dein richtiges Profil herauszufinden. Was fällt mir jetzt nochmal auf aus den ersten Metern? Beginnen wir mit dem Lenkrad. Das Lenkrad liegt ergonomisch mit den 30 cm Durchmesser wunderbar in der Hand. Du hast eine angenehme Griffhaltung, nicht zu eng mit deinen Händen, nicht zu weit. Ergonomisch bist du gut unterwegs, jetzt ohne Handschuhe im Rennstreckentest. Du spürst klarerweise, das hier ist Kunststoff. Der nimmt dir absolut nichts von der Feuchtigkeit deiner Hände auf. Das muss dir bewusst sein, du hast immer so ein etwas warmes, eventuell schwitziges Gefühl an den Händen. Der Kunststoff fühlt sich auch sehr zweckmäßig an, so würde ich dies beurteilen. Das ist ein Unterschied zu diesen Rubber Grips. Das heißt, du hast hier eine eher glattere Oberfläche, ein glatteres Finish, eventuell etwas rutschiger. Bei so einer Oberfläche würde ich persönlich empfehlen, wirklich zu überlegen, ob du mit Handschuhen ans Werk gehst oder zu einem anderen Lenkradmodell greifst. Ansonsten von den Buttons hier, bleiben wir mal kurz stehen. Ihr seht alles wunderbar erreichbar. Du hast hier mit dem Daumen 1, 2 Buttons sofort erreichbar und den 7-Wege-Switch ebenso. Und hier diese unteren beiden Buttons, da musst du etwas deinen Grip hier vom Lenkrad lösen. Und dann hast du die Encoder, klarerweise musst du hier die Hände vom Lenkrad nehmen.
aber das ist gang und gäbe. Bei den Schaltpedals sehr ergonomisch gut ausgerichtet im Out-of-Box-Mode. Wenn du jetzt frontseitig hier drauf guckst, hast du direkt in der Linie deines Zeigefingers und Mittelfingers dein Schaltpedal für Up- and Downshift. Die Analog-Pedals in meinen Augen auch gut ausgerichtet, nicht so weit weggespreizt wie bei anderen Lenkrädern, auch diese sind sehr gut erreichbar. So viel zur Ergonomie. Lasst uns jetzt hier weiterfahren und nochmal Eindrücke jetzt für euch wiedergeben. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Force-Feedback, auf das Verhalten der Wheelbase. Wie bereits erwähnt, sehr raue Settings unterwegs. Ich habe das Drehmoment von 10 Newtonmeter voll ausgeschöpft, um hier maximale Power ans Lenkrad zu bekommen. Und was ich euch rückmelden kann, ist, dass alles, was hier ab 10 Newtonmeter aufwärts geht, ein Sweet Spot für sehr viele Anwender sein werden. Ich persönlich bin gerne mit noch kräftigeren Settings unterwegs. Ich nutze teilweise Peaks bis hoch zu 15 Newtonmeter. Es ist klarerweise Geschmackssache, vielleicht nicht immer für einen Long Stint von 2-3 Stunden Langstreckenrennen tauglich, aber so für den kurzen Spaß so zwischendurch nutze ich auch kräftigere Settings auf meinen anderen Wheelbases. Trotzdem, für einen Großteil der Anwender oder Anwendungsfälle wirst du jetzt mit 10 Newtonmeter Drehmoment und einem Lenkrad dieser Größe mit 30 cm Durchmessern und einem mittelgroßen Hebel zur Lenkradachse gut dein Auslangen finden. Das ist so mein erstes Gefühl. Sprich, diese 10 Newtonmeter, die kommen dir wirklich jetzt als Peak und auch als dauerhaftes Drehmoment, auch in langgezogenen Kurven, hier an deine Griffflächen. Das habe ich auch auf anderen Tracks mit schön langgezogenen Kurven gut durchgetestet. Watkins Glen zum Beispiel. Hier gab es absolut kein Fading, keine Probleme, dieses Drehmoment zu halten. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Nochmal kurz aufs Lenkrad zurück. Ihr habt bei diesem Lenkrad lediglich eine Hintergrundbeleuchtung der Buttons. Das ist ein optisches Gimmick. Sämtliche Drehzahl-LEDs, Display und so weiter. Das müsst ihr dann bei anderen Lenkradmodellen auch von SeaMagic suchen und entsprechend mit Aufpreisen bezahlen. Zurück zum Force-Feedback. Schnell aufbauender Peak, schnell aufbauendes Drehmoment, eine sehr gute Slew-Rate in meinen Augen, klares Verhalten der Fahrbahneffekte, ABS, dass du hier wunderbar durchspürst, etwas zu früh ans Gas, ausbrechen, abfangen. Jetzt gehen wir durchs Karussell, gucken, wie sich diese Betonplatten anfühlen. Hier hört ihr die Resonanzen über mein Rig. Wunderbares Feedback in meinen Augen und ich möchte euch jetzt hier vor dem Fazit etwas die Spannung nehmen. In meinen Augen, nach vielen Jahren Simracing, kann ich euch rückmelden, hier bietet SeaMagic Force Feedback auf absolutem Top-Niveau. Das ist für mich Niveau auf Simucube, mindestens auf dem Niveau von Asetek, über dem Niveau von Fanatec, über dem Niveau von Moser Racing, in meinen Augen über dem Niveau von Cammers. Ich werde euch direkte Vergleichstests mit den Mitbewerbern dann ins Haus liefern. Ich kann euch aber jetzt nach meinen Tagen, Wochen hier mit diesem SeaMagic Bundle berichten, dass SeaMagic in Sachen Force Feedback in der obersten Liga mitspielt. Punkt. Ja, jetzt habe ich euch erfolgreich die Spannung eventuell genommen vor dem Fazit. Aber ich möchte jetzt hier nicht um den heißen Brei rumreden. Das, was SeaMagic hier abliefert in Sachen Direktheit, in Sachen Transparenz. Wunderbar hier die Bodenwellen rauszuspüren, die feinen Resonanzen, die sämtliche Bandbreite der Effekte von tiefen Resonanzen bis hohen. Hier das Leichtwerden der Lenkräder, wunderbar die Resonanzen. Ihr hört dies auch über mein Rig weitergegeben. Große Klasse SeaMagic, was hier das Force Feedback an den Start bringt. Natürlich geschuldet auch, das müssen wir natürlich festhalten, ihr habt hier ein absolutes High-End-Lenkrad am Start. High-End in Sachen Bauweise, das heißt, du hast ein Vollmetallgehäuse, eine sehr massive Frontplatte, die dieses Ding zusammenhält. Die ganze Shifteraufnahme Vollmetall und
das sind eben Dinge, die gepaart mit so einem hochmassiven Quick Release, der direkt mit der Motorachse verbunden ist, die Effekte dir so an ein Lenkrad bringt, wie man sich dies eben von Direct Drive wünscht. So viel zu einer Runde Nordschleife. Ihr habt unterschiedliche Settings, die ihr durchtesten könnt. Bedenkt bitte für euch, ist immens wichtig, bist du der fortgeschrittene Anwender, bist du ein Neueinsteiger. Auch das kann Unterschiede machen, mit welchen Settings du unterwegs sein willst. Ich hatte erst kürzlich einen Kunden hier, eher ein Neueinsteiger, der mir dann gesagt hat, er will als Neueinsteiger noch gar nicht so viele Settings bzw. so viele Effekte, so viele Resonanzen hier ans Rim geliefert bekommen. Er möchte etwas mehr Dämpfung drauf haben, verglichen mit meinen eher rauen Settings, da er sonst mit diesem ganzen Verhalten, mit diesen extrem vielen Details etwas überfordert ist. Jetzt schwer in Worte zu fassen, aber vielleicht könnt ihr mir folgen. Nicht jeder will alles möglichst transparent und rau rausspüren. Nicht jeder will so ein eher etwas, vielleicht schon nervöses Feedback am Lenkrad haben. Das gilt es zu berücksichtigen und hier heißt es dann entsprechend, die Regler zu bedienen. Das muss euch bewusst sein, aber für sowas haben wir eine Software. Wir haben das Softwarekapitel durchgesprochen und achtet hier auf eure Bedürfnisse. Aber wiederum wichtig, wenn du in Richtung High-End unterwegs sein willst, fordere ich persönlich, das ist jetzt meine subjektive Meinung, zumindest die Möglichkeit, hier maximal rau, maximal transparent, maximal detailliert unterwegs sein zu können. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, hier liefert SIMAGIC ab. Ich kann hier in Sachen Rennstreckentest eine klare High-End-Empfehlung für SIMAGIC und dieser Alpha Mini Wheelbase abgeben. Top, was dieses Ding leistet. Ich drehe jetzt gemütlich noch eine Runde fertig und melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 16, die Nachteile. Die Kunststoffgrifflächen des GT4-Wheels fühlen sich ohne Handschuhe billig an und passen nicht zum restlichen, sehr edlen Auftritt des GT4-Wheels. Zweiter negativer Aspekt ist die zu aufdringliche Kontrollleuchte an der Front der Base. Diese sollte gedimmt oder gänzlich ausgeschaltet werden können. Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass SIMAGIC ausschließlich PC-Kompatibilität bietet und Stand heute Konsolenspieler ausgesperrt bleiben. Und letzter negativer Aspekt ist, dass die Base lediglich mit einem über das Verbindungskabel integrierten Schalter aus- bzw. eingeschalten werden kann. Kapitel Nummer 17, neutrale Aspekte. Das Betätigungsfeedback der Schaltmechanik beurteile ich als neutral. Hier wählt SIMAGIC einen Mittelweg, der in Sachen Geräuschdämpfung gut funktioniert, auf der anderen Seite aber ein knackiges Schaltfeedback in der Endlage vermissen lässt, entfernt bei Bedarf die eingeklebten Pads. Die Erreichbarkeit der Buttons, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen, ist überschaubar bei einem Wheel mit diesem Formfaktor. Verstellmöglichkeiten der Schaltmechanik bzw. Pedals bietet dieses Wheel lediglich über die Langlöcher. Anstellwinkel oder andere Adaptierungen sind mit diesem Lenkradmodell nicht möglich. Und letzter neutraler Aspekt ist die Preisgestaltung. Im Bundle-Angebot schielt das SIMAGIC-Paket in Richtung positiver Beurteilung. Standalone ordnet sich das Lenkrad beim Einzelkauf in Richtung negativer Preisgestaltung ein. Kapitel Nummer 18, positive Aspekte. SIMAGIC bietet mit dem Quick Release eine spielfreie Verbindung, die mit einem einfachen Lenkradtausch einhergeht und gleichzeitig elektrische Signale über die Pins und Kontaktflächen überträgt. Dieses System setzt sich gleichzeitig mit Asetek's Quick Release System an die Spitze meiner getesteten Systeme. In Sachen Materialwahl geht SIMAGIC keine Kompromisse ein. Vollmetallbauweise soweit das Auge reicht bei der Wheelbase und ein Mix aus Metall und Carbon beim Wheel und eine gut aussehende Hintergrundbeleuchtung der Buttons unterstreicht den Anspruch an die Langlebigkeit und bietet all das, was man in dieser Preisklasse erwarten sollte. Die für uns wohl wichtigste Kategorie ist die Rennstrecken-Performance und an dieser Stelle ordne ich SIMAGIC mit meinem Spitzenreiter SimiCube ein. Mit meinen in Richtung rauer Performance angepassten Settings spielt die SIMAGIC Wheelbase all das ans Lenkrad, was ich
auch von SimYcube seit langem kenne, und genau dieser Aspekt ist als großes Lob für SimMagic zu interpretieren. Die Performance, das Force-Feedback und die Direktheit sind auf höchstem Niveau und werden über den perfekten Quick Release direkt so an deine Hände transportiert. Über die Quick Release Schnittstelle lassen sich auch alternative Wheels mit Display betreiben, ohne auf USB-Kabellösung setzen zu müssen. Kapitel Nummer 19, Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Preis-Leistung steht für mich die SimMagic Alpha Mini Wheelbase mit einer Power von 10 Newtonmeter und im Bundle-Angebot mit einem Lenkrad sehr gut da. Ich rate hier unbedingt, die Angebote bei SimMotion durchzuforsten und nicht zu Standalone-Käufen zu greifen. Die Power von 10 Newtonmeter sollte für viele Anwender ausreichend sein. Wie sich der Unterschied in Sachen Power zu darüber angesetzten Wheelbases verhält, das lässt sich nur im Selbsttest herausfinden. Hier gibt es keine Pauschalaussage. Nutze hier bei Bedarf mein Angebot und vereinbare einen Termin in meinem SimRacing Testcenter, wie dies schon viele von euch gemacht haben. Auf alle Fälle gehörst du zur Zielgruppe der anspruchsvollen SimRacer, wenn für dich SimMagic in die nähere Auswahl kommen soll. Mit dem GT4 Wheel machst du in Sachen Qualität, Bauweise, Formfaktor, Ergonomie, Stabilität alles richtig. Bedenke aber, dass die Griffflächen aus Kunststoff ausgeführt und haptisch gesehen zweckmäßig ausgeführt sind, wenn du so wie ich ohne Handschuhe unterwegs bist. Willst du zu alternativen Lenkrädern abseits des SimMagic Portfolios greifen, rate ich, Drittanbieterangebote im Auge zu behalten. Tests dazu findest du in meinem Kanal wie erst kürzlich zum Cube Controls F-Core Wheel, welches kabellos über eine Bluetooth-Verbindung betrieben werden kann. Beachte, dass du mit der SimMagic Wheelbase auf jeden Fall ein stabiles Rig am Start haben solltest. Es macht keinen Sinn, diese High-End-Peripherie an wackeligen, labilen Rigs zu betreiben. Dies würde das spielfreie Konzept und das damit verbundene Potenzial von einer Direct Drive Wheelbase ad absurdum führen. Vor einem spannenden Ausblick über die geplanten Reviews seid nun ihr am Zug. Wie gefällt euch das SimMagic Portfolio und denkt ihr daran, auf den SimMagic Zug aufzuspringen, oder habt ihr dies bereits getan? Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links anbieten werde. In diesem Punkt steht meine Meinung, dass sich diese ausführlichen Reviews, diese viele Arbeit nur dann für euch lohnt, wenn dies möglichst objektiv geschehen kann und ich euch bei einem Besuch in meinem Testcenter nicht zum Kauf eines bestimmten Herstellers hinberaten werde, weil ich dann eventuell bei einem Kauf von euch dazu bzw. mitverdienen würde. Kapitel Nummer 20, ein spannender Ausblick. Ich habe sehr viel an Umbauarbeit vor mir. Gleich 2 neue Rigs ziehen in mein Testcenter ein und lösen die derzeitigen Modelle nach einigen Monaten ab, um wieder Raum für neue Reviews, für neue Tests von euch zu schaffen. Mit dem Simetic X2 in der Vollausstattung und einem Pro SimRig PSR1 ebenso in Vollausstattung kommen 2 massive Rigs in mein Testcenter, die alle Möglichkeiten bis hin zu Triple Monitor Setup bieten. Also dann, ich bedanke mich wieder einmal fürs Dabeisein, für den Support in meinem Kanal. Abo und Like freuen mich, wie immer, und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.